Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir wieder gemeinsam Schritt für Schritt, und zwar diesmal diesen süßen Geist hier. Hier haben wir unten eine LED-Kerze eingebaut und das kann man sowohl am Tag als auch in der Nacht benutzen und abends dann einfach hier unten ganz einfach anschalten. Ich zeige euch das mal kurz, wie es im Dunkeln aussieht. So sieht es denn aus. Ich habe jetzt eine flackernde Kerze drinne. Die sind wirklich super süß. Und dann fangen wir direkt an. Ich häkle jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel und ansonsten brauche ich jetzt noch einen Maschenmarkierer und nachher am Ende noch eine Vernähnadel. Wir häkeln jetzt 7 Runden gemeinsam und dann wird sich der Rest wiederholen. Das erzähle ich euch dann und spule es dann schneller. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür legen wir uns die Wolle zweimal um die 2 Finger, gehen hier vorne mit der Häkelnadel rein, holen uns den hinteren Faden raus, dann holen wir wieder den Faden und ziehen hier vorne durch die Schlaufe durch. Somit haben wir den magischen Ring erstellt. Den halte ich mir hier unten so fest und werde jetzt erstmal 6 feste Maschen in diesen magischen Ring rein häkeln. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Am kurzen Stück ziehen wir das fest und fangen direkt an, in der zweiten Runde weiter zu häkeln. Dafür gehen wir hier vorne also in die erste Masche rein, da holen wir den Faden raus, machen eine feste Masche und gehen dann nochmal in dieselbe Masche rein und machen eine zweite feste Masche. Dann gehen wir in die nächste Masche, machen auch hier zweimal feste Maschen. So haben wir schon 4. In die nächste kommt die 5. und die 6. Dann in die nächste 7 und 8. In die nächste 9 und 10. Und in die letzte 11 und 12. Jetzt mache ich mir den Maschenmarkierer hier ran. Jetzt sind wir auch schon in Runde 3 angekommen. Hier werden wir jede zweite Masche verdoppeln. Wir gehen in die nächste rein, machen nur eine feste Masche und in die zweite machen wir dann 2 feste Maschen. Dann in die nächste wieder nur eine, in die nächste wieder 2, wieder nur eine und das bis zum Ende der Reihe im Wechsel. Am Ende der dritten Reihe angekommen, machen wir den Maschenmarkierer nach oben. Wir fangen an mit Reihe 4. Hier werden wir auch Verdopplungen machen, und zwar jede dritte. Das heißt, in den nächsten beiden Maschen jeweils eine feste Masche. Und immer in die dritte machen wir 2 feste Maschen. In ein und dieselbe Masche 2 feste Maschen. Dann die nächsten beiden jeweils nur eine feste Masche. Und dann in die dritte wieder 2 feste Maschen. Und das auch einmal die ganze Runde entlang bis zum Maschenmarkierer. Am Ende der vierten Reihe angekommen,
Maschenmarkierer kann wieder ab und nach oben. Jetzt sind wir in Reihe 5 und hier machen wir jetzt nur eine Runde lang, nur feste Maschen. Das heißt, in jede Masche nur eine feste Masche, keine Zunahmen erstmal. Auch hier am Ende angekommen, das war schon Runde 5. Maschenmarkierer nach oben. Jetzt haben wir nur noch eine Reihe mit Zunahmen. In dieser Runde werden wir jetzt jede 4. Masche verdoppeln, also in die nächsten 3 Maschen jeweils nur eine feste Masche und in die 4. Masche kommen 2 feste Maschen. In die nächsten wieder nur 3 einzelne und bei der 4. Masche angekommen 2 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. Das machen wir auch die ganze Runde entlang. Wir sind auch hier am Ende der 6. Reihe jetzt angekommen. Maschenmarkierer kann nach oben. Und dann sind wir in Reihe 7. Das ist auch erstmal die letzte Reihe, die wir gemeinsam machen. Und dann wiederholt sich das alles. Also in Reihe 7 bzw. in Runde 7 machen wir nur feste Maschen. Also wir machen jetzt gar keine Zunahmen oder Abnahmen mehr. Wir machen nur feste Maschen, immer nur eine in jede Masche. Wir sind am Ende der 7. Reihe angekommen. Ich wollte euch das nochmal zeigen, wegen der Form auch. Also das wird. Und jetzt sind wir in Runde 8. Das heißt, wir werden jetzt noch 11 weitere Runden lang nur feste Maschen häkeln. Dann haben wir dieses Stück hier vorne gehäkelt. Und also Reihe 8 bis 18 machen wir jetzt auch immer nur feste Maschen. Ich mache am Ende jeder Runde meinen Maschenmarkierer nach oben und häkel dann jetzt nur feste Maschen, weitere 11 Runden lang, bis das Stückchen dann hier länger wird. Dann haben wir die Form, dann machen wir gleich noch die Augen rein und die Arme. Und das geht wirklich ruckzuck, das ist schnell gemacht und super einfach nebenbei gemacht. Ich spule den Rest jetzt erstmal schneller und wir machen gleich weiter.
So, jetzt haben wir die ganzen Reihen auch gehäkelt. Jetzt machen wir die letzte Runde hier am Ende, damit das hier unten so ein Muster ergibt. Das zeige ich euch, ist auch super einfach. Den Maschenmarkierer setze ich einmal wieder nach oben. Und das geht einmal wie folgt. Wir machen erstmal 2 Luftmaschen. 1 und 2. Dann überspringen wir die nächste Masche und gehen in die übernächste rein. Holen den Faden von hinten nach vorne raus und machen eine Kettmasche. Dann wieder 2 Luftmaschen. Nächste überspringen, in die übernächste rein. Faden holen und eine Kettmasche. Das machen wir die ganze Runde nur so. 2 Luftmaschen, die nächste überspringen, in die übernächste rein und eine Kettmasche. Das ergibt dann so ein schönes Muster und ist auch ein schöner Abschluss, finde ich. Dann setzen wir gleich noch die Augen rein, machen einen kleinen Mund und dann fehlen nur noch die Arme und dann sind wir gleich fertig. Wir nähern uns dem Ende. Hier mache ich noch die letzte, überspringe noch eine und das geht auch genau auf. Maschenmarkierer kann ab. Ich schneide meinen Faden ab, ziehe es einmal raus. So sieht das Muster hier vom Nahen aus am Ende. Den Faden vernähe ich nachher einfach. Und jetzt könnt ihr euch schon mal eine Seite aussuchen, die ihr vorne haben möchtet. Und da setzen wir dann gleich die Augen rein. So, ich habe meinen Faden schon hier vernäht, der hier noch unten war. Dann habe ich ein bisschen schwarze Wolle auf die Vernähnadel getan und am Ende verknotet. Hier habe ich jetzt hier meinen Körper und dann nehme ich mir jetzt die Augen. Hier nehme ich die mittlere Größe, das sind 8 mm Augen. Die mache ich als erstes ran und dann machen wir noch den Mund. Dann fehlen nur noch die Arme gleich. So, ich mache sie jetzt auch so wieder wie bei dem anderen, bisschen weiter oben. Gehe hier schon mal irgendwo rein und gucke gleich, dass der Abstand passt zwischen den Augen und dann mache ich sie auch hinten zu. So. Schaut natürlich, dass sie auf der gleichen Höhe sind. So sollte das jetzt passen und jetzt mache ich hier die Sicherheitsstecker hinten ran. Die sind jetzt auch dran. Dann wieder ein bisschen in Form ziehen. So, dann nehme ich mir meine Vernähnadel, gehe dann hier mittig ein bisschen weiter unten von hinten rein. Der Faden kommt raus, dann gehe ich ein bisschen hoch und ein bisschen nach rechts,
gehe von oben jetzt wieder nach unten hin rein. Dann gehe ich von unten wieder rein und komme auf der anderen Seite auf derselben Höhe wieder raus und nochmal hier in der Mitte. Und das war es auch schon. Somit wäre der Mund auch schon fertig. Den Faden vernähe ich hier drin jetzt nochmal. Alles wieder ein bisschen zurechtrücken. Und dann können wir auch unsere Kerze hier unten rein tun. Nur schon mal zum Testen. Wir werden ja gleich noch die Arme rannähen. So, der sitzt auch richtig schön fest, aber passt auch trotzdem noch locker drüber. Bei dem anderen hatte ich es jetzt auch rausgeholt. So, und dann könnt ihr das jederzeit natürlich hier unten an- und ausschalten. So sehen die schon mal aus. Ihr könnt die natürlich auch ohne Arme lassen, wenn ihr möchtet. Aber ich finde sie mit den Armen noch ein bisschen süßer. Jetzt fangen wir mit den Armen an. Die Arme häkel ich mit einer 2,5 mm Häkelnadel und wir fangen an mit einem magischen Ring. Zweimal um die zwei Finger. Hier vorne einmal rausholen. Einmal durchziehen. Und wir fangen an mit 4 festen Maschen in den magischen Ring. 2, 3 und 4. Wir ziehen es zu, häkeln direkt weiter in die erste Masche rein und wir verdoppeln jetzt diese zweite Runde und machen 2 feste Maschen in jede der 4 Maschen, so dass wir gleich auf 8 feste Maschen kommen. Dann in die nächste Masche rein. Und auch hier 2 feste Maschen. In die dritte Masche. Auch 2 feste Maschen. Und in die letzte Masche auch noch mal 2 feste Maschen. Dann mache ich mir den Maschenmarkierer hier ran. Dann etwas umstülpen und wir häkeln jetzt direkt weiter, und zwar nur eine feste Masche jetzt in jede Masche. Einmal diese ganze Runde schon mal entlang. Dann zwischendurch immer wieder umstülpen. Das zieht sich so auf die andere Seite immer. Die vorletzte und hier einmal die letzte. Maschenmarkierer packe ich wieder nach oben. Und stülpe das hier auch wieder um. Es wird jetzt natürlich wieder einfacher zu häkeln. Die ersten Reihen bei so wenig Maschen sind immer schwierig. Ihr könnt mit der Häkelnadel auch noch mal so ein bisschen durchdrücken. Dann sieht man auch schon langsam die Form. Also wir haben jetzt die erste Runde den magischen Ring mit 4 Maschen gehäkelt, dann die zweite Runde verdoppelt, die dritte Runde mit nur 8 festen Maschen gehäkelt.
Und die 4. und die 5. Runde machen wir jetzt auch nur mit 8 festen Maschen, also eine feste Masche pro Masche. Und dann machen wir noch die 6. Reihe gemeinsam gleich und sind dann auch schon mit dem ersten Ärmchen fertig. Reihe 4 und 5 werden auch erledigt. Das drücke ich so noch mal schön fest. Und jetzt machen wir nämlich nur noch 4 Maschen. Das heißt, wir machen in die nächsten 4 Maschen jeweils nur noch eine feste Masche und hören dann auch direkt auf, damit der Arm so eine leichte Schräge hat, es nachher besser aussieht und auch besser zum Rannähen ist. Also von den 8 Maschen machen wir nur in die nächsten 4 jetzt noch eine feste Masche und sind dann auch somit fertig. Der Maschenmarkierer kann jetzt schon mal ab. Den Faden lasse ich ein bisschen länger, damit ich damit auch gleich an den Körper rannähe. Den schneide ich ab, ziehe es hier einmal raus. Hier könnt ihr natürlich noch so ein bisschen Ordnung machen. Und dann drücken wir das zusammen. Und somit ist ein Ärmchen auch schon mal fertig. Das machen wir jetzt nochmal und nähen die gleich zusammen nochmal ran. Ich habe mir einen Arm schon auf die Vernähnadel getan. Mache hier mein Teelicht nochmal raus und werde jetzt erstmal die Arme noch rannähen. Das halte ich mir einmal so hin und dann werde ich ungefähr immer durch eine Schlaufe durchgehen. So, ich gehe schon mal durch den Körper durch, um das einmal so ein bisschen zu fixieren, so dass die Höhe passt. Und dann gehe ich wieder von der Innenseite raus. Lege mir mein Ärmchen so hin und gehe am Arm hier durch eine Schlaufe am Rand und nähe das so fest. Einmal komplett hier um den Arm rum. Dann gehe ich wieder einmal hier rein. Drehe es mir wieder so, wie ich es möchte. Ziehe zwischendurch fest und nehme mir wieder eine Schlaufe vom Arm. Und so wird es dann fest. Das mache ich jetzt noch einmal auf der hinteren Seite und auf der anderen Seite genauso. Das kommt dann auch gleich so ran. Und dann sind wir auch schon gleich fertig. Und nun sind wir auch schon fertig mit unserem süßen Geist. Teelicht darf wieder unten rein. Die Arme sind jetzt auch schön fest dran. Und ich hoffe, das gefällt euch und ihr habt ganz viel Spaß beim Mithäkeln und Nachhäkeln. Schreibt gerne etwas in die Kommentare, gerne einen Daumen nach oben geben und abonnieren, um nicht die weiteren Videos zu verpassen. So sehen die beiden jetzt aus. Ihr könnt das unten dann ganz einfach anschalten. So würden die dann aussehen. Natürlich ist es jetzt nicht ganz dunkel. Schreibt gerne eure Videowünsche auch in die Kommentare und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis dahin!